In dieser Demo werden wir sehen, wie man die Erstellung von 2D-DWG-Zeichnungen aus einem BIM-Projekt automatisieren kann. Unser Ziel ist es, gebrauchsfertige Grundrisse, Schnitte und Ansichten wie diese zu erzeugen und dabei die Intelligenz der BIM-Objekte zu nutzen, die bereits im BIM-Modell vorhanden ist. Das erspart uns die aufwendige manuelle Arbeit zur Erstellung der Zeichnungen. Wir werden dabei die Flexibilität behalten, 2D-Details oder jeden anderen Inhalt mit den CAD-Funktionen von Aras Commander hinzuzufügen, aber die Ausführungszeichnungen für unser Projekt in viel kürzerer Zeit erzeugen. Wichtig dabei ist auch, dass wir nicht alle unsere Zeichnungen neu erstellen müssen, wenn das BIM-Projekt später geändert wird. Unsere DWG-Zeichnungen behalten alle hinzufügten Konstruktionsdetails, wenn wir sie nach dem Einlesen der geänderten BIM-Dateien aktualisieren. In früheren Versionen von Aras Commander haben wir bereits die Funktionen zum Import von Revit- oder EFC-Dateien und die BIM-Filter zur Auswahl der Inhalte präsentiert. Im BIM-Ribbon von Aras Commander finden wir die Funktionen zum Erstellen von Grundrissen, Schnitten und Ansichten. Diese Funktionen können wir verwenden, wenn wir die Zeichnung manuell erstellen möchten. Im Gegensatz dazu wollen wir nun zeigen, wie diese Zeichnungen automatisch durch die Automatisierungsfunktionen erstellt werden. Im BIM-Ribbon finden Sie auch die Funktionen zum Erstellen von BIM-Bemessungsketten und BIM-Beschriftungen. Wenn Sie diese Funktionen verwenden, können Sie intelligente Labels einfügen, welche die BIM-Eigenschaften auslesen und folglich im Falle einer Änderung des BIM-Projekts aktualisiert werden. Das ist der erste Schritt zur Automatisierung, der es den Anwendern ermöglicht, automatisch die Beschriftungen, zum Beispiel alle Türen oder Wände, in eine Zeichnung einzufügen oder um eine Masskette für eine Wand zu erstellen, wie diese hier. Stellen wir uns nun vor, Sie könnten alle diese Aufgaben mit einem Klick erledigen. Diesen Vorteil bietet der neue Befehl BIM Auto All. Bevor wir den Befehl ausführen, lassen Sie uns einige wichtige Einstellungen überprüfen. Stellen wir zunächst sicher, dass der richtige Maßstab für unsere Anmerkungen ausgewählt ist, den wir für unsere zu erzeugenden Ansichten haben möchten. Der Maßstab kann über diese Liste in der Statusleiste ausgewählt werden. Alternativ können Sie auch den Befehl CanoScale verwenden, um den Beschriftungsmaßstab zu setzen. Als nächstes werden wir unsere BIM-Einstellungen überprüfen. Dieses Dialogfenster finden Sie entweder über den BIM-Navigator oder auf der BIM-Ribbon. Hier gehen wir zur Kategorie Automatisierung und wählen die Vorlage aus, die wir für Blätter anwenden wollen, die automatisch generiert werden sollen. Natürlich müssen wir denselben Maßstab wählen, den wir zuvor gewählt haben. Das stellt sicher, dass die automatisch eingefügten beschreibenden Elemente in dem entsprechenden Ansichtsfenster sichtbar sind. Sie können auch die BIM-Materialzuordnung konfigurieren, um den Objekten die richtigen Schraffuren ihren Materialien entsprechend zuzuweisen. Jetzt wollen wir den Befehl BIM Auto All ausführen. Auf dem Ribbon BIM finden wir das Symbol zum Ausführen des Befehls. Wir sehen, dass die Automatisierung läuft. Zuerst werden die Ansichten für das Gebäude generiert. Standardmäßig wird ein Grundriss für jedes Stockwerk erstellt. Danach generiert der Befehl die Schnitte und Ansichten. In einem zweiten Schritt erstellt die Automatisierung die Labels für die BIM-Elemente, die Sie auf den einzelnen Etagen sehen. Diese Labels sind Blöcke mit Attributen, die Informationen aus dem BIM-Modell extrahieren. Nach der Fertigstellung der Labels erfolgt die Generierung der Bemaßungen mit BIM-Bemessungsketten, die bereits gezeigt wurden. Zuerst erstellt die Automatisierung die Blätter, eines für jede erzeugte Ansicht. Jeder dieser Automatisierungsschritte kann auch einzeln gestartet werden. Wenn Sie BIM Auto eintippen, werden Sie sehen,
dass Ihnen die folgenden Befehle vorgeschlagen werden: BIM Auto Dimensions für die Bemaßungen, BIM Auto Drawings, um die Zeichnungen zu erstellen, BIM Auto Labels und BIM Auto Sheets für die Labels und die Blätter. Der Befehl BIM Auto All führt jeden dieser 4 Befehle nacheinander aus. Das ist in einer Skriptdatei definiert, die Sie konfigurieren können. Dieses Skript ist eine Lisp-Datei, die Sie im Ordner AppRoaming im Unterordner für ARS-Kommando finden können. Es ist leicht, einzige Schritte aus dem Prozess zu entfernen. Man kann einfach ein Semikolon am Anfang der Zeile einfügen, anstatt die Zeile zu löschen. Durch die Verwendung von Skripten und Lisp-Programmierung haben Sie ein leistungsfähiges Werkzeug, um die Automatisierung der Zeichnungserstellung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Die Automatisierung nimmt viel Arbeit ab, aber Sie behalten die Flexibilität und können in Ihren Zeichnungen wie gewohnt arbeiten. Schauen wir uns zum Beispiel den Grundtest an. Wenn wir näher rangehen, können wir leicht die Labels an den Türen und Fenstern sowie die Raumstempel der einzelnen Räume sehen. Hier sehen wir die BIM-Kettenbemaßungen. Würden Sie lieber eine einzelne Maßkette sehen anstelle einer dreistufigen Kettenbemaßung? Wir können das über Eigenschaftenpalette ändern. Wählen Sie einfach die Kettenbemaßung aus. Sie können die Maßkette über Eigenschaftenpalette Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Alternativ können wir die Griffe verwenden, um zum Beispiel die Bemaßungen zu modifizieren. Der Anwender kann natürlich auch manuell eine Bemaßung hinzufügen, falls gewünscht. Die Ansichten können beliebig umbenannt werden. Die Zeichnungen werden dann an allen Stellen, die diese Namen referenzieren, automatisch aktualisiert. Wenn wir eine neue Version des BIM-Projekts erhalten, können wir es neu laden und die Geometrie unserer Zeichnungen mit diesem aktualisieren. Dazu klicken wir auf dieses Icon. Standardmäßig wird bei der Automatisierung ein Ansichtsfenster pro Blatt für jede generierte Zeichnung abgelegt. Sie können die Blätter natürlich weiter anpassen, wie Sie möchten, Schriftfelder mit Attributen hinzufügen und auch weitere Blätter mit mehreren Ansichtsfenstern einfügen, kombiniert mit verschiedenen Maßstäben. Um mehr über die einzigartigen BIM-Funktionen von ARS Commander zu erfahren, besuchen Sie gerne unsere Webseite unter www.grebet.com/bim.